Hallo und herzlich willkommen zum neuen Film hier in der Aquarellwerkstatt. Heute gibt es einen ganz besonderen Film. Warum sitzen wir heute hier zu zweit, Bela? Das ist eine sehr gute Frage. Wir haben nämlich vor kurzem den 10.000. Abonnenten auf unserem Kanal begrüßt. Und deshalb malen wir heute hier zusammen für euch. Auf der Suche nach einem ganz besonderen Motiv für unseren Jubiläumsfilm waren wir hier am Nordostseekanal mit unseren Skizzenbüchern unterwegs. Schau mal da, das könnte doch ein tolles Motiv sein. Wir haben hier das 50er-Jahre-Museum in Kiel entdeckt. Und hier dieser alte Ford Taunus aus den 50er Jahren hat es uns natürlich ganz besonders angetan. Bevor wir uns das Auto ein wenig näher anschauen, nehmen wir euch kurz mit in das Museum hinein. Wirklich beeindruckend, was hier zusammengetragen wurde. Zum Beispiel dieser Original 50er Jahre Friseursalon. Schaut mal hier, dieses coole Telefon, das wäre bestimmt auch mal ein Motiv. Ich habe versucht, Pizza zu bestellen, aber das hat leider nicht ganz geklappt. Ich muss sagen, so ähnlich sah das Geschirr in meiner Jugend auch noch aus. Da sieht man mal, wie alt man schon ist. Ein bisschen erschreckend, wie lange das jetzt schon her ist. Beim Verlassen dieses wunderbaren kleinen Museums haben wir uns nochmal dieses besondere Auto angeschaut. So schöne Details, so feine geschwungene Formen und die Farbe ist natürlich ganz besonders grandios. Dies soll also unser Motiv werden. Mit den Skizzenbüchern suchen wir uns einen schönen Platz, an dem wir das Auto diagonal vor uns haben. Und jetzt fangen wir an zu messen. Augenhöhe festlegen, Verhältnis von Höhe und Breite, spezifische Winkel finden und Abstände einschätzen. So ein Auto zu skizzieren ist eine recht komplexe Angelegenheit. Leider wurde es immer kälter, der Wind blies immer heftiger und es fing an zu regnen. Also haben wir hier abgebrochen und im warmen Atelier weitergemacht. Uns ist es draußen doch ein wenig zu kalt geworden. Es fing auch an zu regnen, wie man hier auf meiner Skizze unschwer erkennen kann. Da haben sich einige Regentropfen abgedrückt von dem Bild, was ich vorher im Skizzenbuch gemalt hatte. Und deshalb sind wir jetzt hier im Studio und werden zusammen diesen Oldtimer aus dem 50er-Jahre-Museum in Kiel für euch malen. Was war denn das eigentlich für ein Auto? Was weiß ich denn? Ein Ford Taunus. Wir werden also diesen Ford... Genau. Wir danken nochmal sehr herzlich dem 50er-Jahre-Museum in Kiel für diese schöne Location und für die Möglichkeit, dort zu malen. Bela, bist du bereit? Ja, kann losgehen. Für unseren heutigen Film verwenden wir folgende Materialien. Ultramarinblau und Zinnoberrot hell von Schminke, Titanweiß, Sienna gebrannt, Kobaltblau, Lichterocker und Alizarin-Karmesin von Winsor & Newton und Lavendelblau von Mielo. Wir haben Marderhaarpinsel in verschiedenen Stärken verwendet und den Flachpinsel Junior Synthetik von Da Vinci zum Auswaschen. Bela hat auf Etwal-Papier von Clairefontaine gearbeitet, das ist ein Zellulosepapier, und ich im Bösner Skizzenbuch. Hier sehen wir jetzt unsere Ausgangslage. Das sind die Skizzen, die wir mitgebracht haben. Wie gesagt, überhaupt noch nicht vollständig ausgearbeitet und deshalb habe ich jetzt ausgedruckt dieses Foto. Schau mal, Bela, hier. So sah es aus. Ja. Und es ist nun folgendes kleines Missgeschick passiert. Meine Skizze befindet sich hier in meinem Aquarell-Skizzenbuch. Ich kann hier einfach drin malen. Aber bei dir habe ich ja auch ein Skizzenbuch gegeben, aber leider ist die Skizze jetzt hier auf dem Vorsatzpapier. Ach so. Ja, schau mal. Und deswegen denke ich, ist es vielleicht schlauer, wenn du auf einem Aquarellpapier diese Skizze einfach jetzt nochmal überträgst. Also, die Skizzen haben wir jetzt fertig. Wir haben jetzt hier gearbeitet nach diesem Foto. Dieses Foto bekommen natürlich alle UnterstützerInnen der Aquarellwerkstatt wieder zugesandt, genauso wie meine Skizze, die ich jetzt hier noch vervollständigt habe. Und jetzt geht's los mit Malen. Also zunächst mal würde ich sagen, malen wir eine leichte Grundierung auf den Autokorpus. Guck mal, hier kannst du sehen, dass diese Seite viel dunkler aussieht als die. Ne? Und das können wir später ja nochmal mit dem Schatten übermalen oder wir machen es gleich ein bisschen mit. Wir fangen also jetzt an mit verschiedenen Mischungen und da würde ich wirklich ein bisschen variieren. Aus Alizarin Karmesin. Das ist bestimmt das hier, oder? Das ist das dunkle, genau, das. Und auch das hellere Rot.
Also einfach beide Farben ein bisschen mischen und nicht zu genau gehe ich jetzt hier, ja, gehe ich jetzt einfach die Motorhaube und auch, und wie gesagt, ich mische die beiden Rots. Also auf dem Papier werden die aber gemischt, ne? Nicht so sehr auf der Palette. Bela schneidet ja immer unsere Filme, das heißt, er kennt sich mit dem Aquarellvokabular eigentlich schon sehr gut aus. Ja, und dann nehmen wir diesen Auswaschpinsel mal zur Hand hier, den, weil so langsam trocknet es. Guck mal, du hast auch so einen hier liegen. Ja. Den anderen nehme ich jetzt einfach in die linke Hand, kannst du auch so machen, dann können wir beidseitig arbeiten. Und jetzt holen wir diese hellen Stellen hier Mit Wasser? Oder? mit Wasser ein bisschen ins Tuch rein und dann holst du die hellen Stellen, versuchst du hier wieder rauszuholen. Müsste bei dir eigentlich genauso gut funktionieren. Überall da, wo wir auf dem Foto was Helleres sehen. Und das geht jetzt natürlich besonders gut, weil es noch so ein bisschen nass ist. Für diese dunkle Seite des Autos mische ich jetzt das Rot mit ein bisschen Sienna gebrannt und dann wirklich wieder Rot rein und dann noch eine Spur Blau mit rein. Seite, genau, das geht jetzt die rechte Seite. Ja, mache ich jetzt noch weiter. Und dann noch die rechte und dann noch ein bisschen Blau rein. Ein bisschen blau. Und dann siehst du ja, was besonders dunkel ist, ob du den richtigen Farbton erwischt hast. Guck mal, hier sehe ich zum Beispiel, dass es hier schon ein bisschen dunkler wird, ne? Und dann machen wir das einfach so. Genau, und da, schau, da versuche ich jetzt die Cremigkeit meiner Farbe schon ein bisschen zu erhöhen. Das heißt, ich nehme jetzt gar nicht mehr so viel Wasser rein. Also so eine richtige Suppe sozusagen. Fertig gesuppt. Fertig gesuppt, sehr schön. Ich noch nicht ganz, aber gleich. Du kannst jetzt wieder, wenn du Helligkeiten siehst, einfach wieder was rauswaschen. Das tue ich tatsächlich. Okay. So, dann können wir das erstmal ein bisschen trocknen lassen und können uns widmen hier dem, sehr schön, dem Dach des Autos. Ja. Was schlägst du da vor für eine Farbigkeit? Wie oben? Hier? Also es sieht ja recht weiß aus da. Ja, aber ist es wirklich weiß oder ist vielleicht doch ein bisschen was? Das ist ein Ja, bisschen knallig, oder? das ist jetzt Lavendelblau, worauf du da gerade zeigst. Das können wir natürlich nehmen. Ich sehe auch ein bisschen Lavender, aber ich sehe auch ein bisschen lichter Ocker. Okay, so ein bisschen gelblich. So ein bisschen gelblich, genau. Und das wäre hier diese Farbe, die ich dir da gegeben habe. Lichter Ocker ein bisschen. Und die Und genau, und damit pinseln wir jetzt das Dach an. wenig Creme und viel Wasser. So ist es. Das ist ja immer so einfach beim Aquarellmalen. Mit der Zugabe vom Wasser steuere ich die Helligkeit der Farbe. Und in dem Fall können wir sagen, wir brauchen ganz viel Wasser. Wir tönen jetzt eigentlich nur das Papier ein bisschen ab. Und wir setzen wieder die Blautöne neben die Gelbtöne, also dass es wieder interessant bleibt auf dem Papier. Und es gibt einen kleinen, sehr weißen Streifen da, den könnten wir eigentlich sogar, ist schon zu spät, aber macht nichts. Das ist Sehr schön, das bleibt dann so. Okay, jetzt würde ich vorschlagen, malen wir das Innenleben hier von diesem hier, ja, sodass quasi die Windschutzscheibe und die Rückscheibe und die Seitenfenster dann entstehen. Also wir malen jetzt sozusagen keine Fenster oder Scheiben, sondern die Negativform. Das, was übrig bleibt, wenn man die Scheiben nicht malt. das Dunkle. Das Dunkle. Und da mischen wir uns ein Blau, Kobaltblau oder Ultramarin. Du hast, glaube ich, Kobaltblau von mir bekommen. Ja, das ist schön. Das ist bei dir jetzt eher ein Braun geworden. Wir können das mal hier reinzeigen. Bela hat sich jetzt das hier ermischt. Guck mal hier, so ein Braun. Und was kann er jetzt tun? Er kann mehr von dem Blau reingeben und vor allen Dingen mehr Creme, weil du brauchst jetzt wieder, ne, wenn du dunkler arbeiten willst, muss es wieder ein bisschen sämiger sein. So, und jetzt nimmst du mal Braun dazu. Und jetzt noch ein bisschen Rot. Vielleicht das, was hier noch übrig ist. Einfach mehr, noch ein bisschen mehr. So, genau. Und jetzt wieder ein bisschen Blau. Jetzt ist wieder zu braun. Und damit lässt sich ja schon arbeiten. Und bei mir liegt jetzt hier, wenn du hier nochmal vergleichst, ordentlich Suppe, Soße. Also ruhig eine Masse an Farbe jetzt da nehmen, weil wir wollen jetzt ja wirklich
eine Dunkelheit reinsetzen. Ich male jetzt also dieses Dach, was man von innen sieht, und gebe ab und zu verschiedene Farben mit in die Mischung und auch ab und zu ein Tröpfchen Wasser mit rein. Wenn man diese Negativform reinsetzt, dann fällt mir jetzt hier auf, dass dieser Abstand viel zu groß ist bei mir. Ja, bei mir ist er noch größer. Siehst du? Wir machen mal mit der Stoßstange weiter. Du hast ja von mir bekommen das Lavendelblau. Ja. Und das nehmen wir jetzt und mischen es mit ein bisschen Sienna gebrannt. Ja, und jetzt aber wieder, schau mal hierher. Er mischt da einfach eine dicke Creme an. Das ist ja wieder fast nur Papierweiß, siehst du? Also wir brauchen jetzt wieder viel Wasser. So, wir kommen natürlich nicht umhin, jetzt hier ein bisschen zu vereinfachen, weil wenn man sich da so reinbegibt, es gibt so viele Formen und auch interessante Sachen hier. Also wenn man das sehr, sehr fotorealistisch malen wollen würde, würde man ganz lange brauchen für diese kleine Skizze hier. Ja, also ich werde es wirklich vereinfachen. Wir haben hier unten einen Schatten. So, jetzt machen wir weiter, weil das ist jetzt hier so ein schöner trockener Bereich mit diesen Dunkelheiten. Das Weiß malen wir nicht, was hier weiß ist, aber diese dunklen Sachen, die zwischen diesen Kühlergrill-Geschichten sind. Und da mischst du dir wieder dein Schwarz von vorhin. Oder du gehst hier links einmal rein, wenn du es eilig hast, in meine Neutraltinte, weil die hast du nicht, die habe ich dir nicht gegeben. Und dann einfach diese dunklen Lamellen malen. Wobei wir sehen da auch wieder ganz verschiedene Farbigkeiten und das ist wirklich, also wie gesagt, man könnte es viel genauer machen. Da gibt es noch so Mitteltöne, Schattierungen drin. Das werde ich wahrscheinlich nachher auch noch ein bisschen reinsetzen. Warum sind deine Striche so unglaublich dünn? Was ist das? Ah, du hast noch nicht den richtigen Pinsel. Achso. Ich darf nicht die ganze Zeit rum. Ja, warte, ich gebe dir noch einen, der ein bisschen dünner kann. Der hier, der wird dir gefallen. Und dann ist es so, wenn du was Dünnes malen willst im Aquarell, dann darf die Farbe nicht so wässrig sein, weil der Wassertropfen, wenn der vorne dran hängt, das geht ja viel besser. Die Perspektive? Ja, das ist nicht schlimm. Hier würde ich noch mal ein bisschen korrigieren, sodass die Form nachher stimmt, wenn du willst. Ja. Also du könntest den Strich länger machen. Oder ein bisschen? So ein bisschen, oder? Ja, passt schon. Ist schon gut so. Okay. Und jetzt füllen wir das ein klein bisschen. Jetzt kümmern wir uns um diesen schönen Globus und um die beiden Scheinwerfer, ja? Ja. Auch hier sehen wir ganz verschiedene Grautöne. Siehst du die auch? Mhm. Ja, also wir suchen uns jetzt so ein paar schöne Flecken aus, die uns gefallen. Und setzen da die Farbigkeit rein. So. Genau. Manchmal hilft es dann auch, die Augen zusammenzukneifen, wirklich zu blinzeln und zu gucken. Dann trennen sich nämlich die Tonwerte besser. Dann sieht man, was ist dunkel, was ist hell, was kann ich zusammenziehen. So, die feinen dunklen Linien machen wir später. Das können wir jetzt noch nicht machen. Dann kommen wir jetzt zu den Rädern. Und die Räder haben ja zwei verschiedene Graustufen. Einmal, das können wir hier auf dem Foto schlecht sehen, einmal ganz dunkel, da wo die Räder im Schatten liegen, und etwas heller, wo sie mehr Licht abbekommen. Und deswegen mischen wir uns erstmal wieder ein neutrales Grau mit Blau und Sienna gebrannt. Nimm ein bisschen mehr Blau mit in die Mischung und weniger. Hast kein Blau mehr? Ich hab hier noch ein bisschen Blau. Das geht doch hier, das, oder? Ja, das passt genau. Für die Räder? Für die Räder. Und wir malen jetzt die Räder erstmal komplett mit der hellen Mischung an. Also diese helle Mischung hier ziehen wir über das gesamte Rad. Bei diesen Rädern ist es für die Zeichnung eben sehr wichtig, dass man schöne Ellipsen formt. Okay, jetzt gestalten wir die Radkappen hier. Und da mischen wir wieder diese leichte lavendelblaue Farbe so, ne, und gucken, wo gibt es die
Weißformen, die wir vielleicht stehen lassen und wo gibt es die dunkleren Formen. Und da können wir ja mal probieren, ob wir das dadurch schaffen, wenn wir das jetzt schön hinkriegen, dass sich das nach außen wölbt. Ja? Also da wäre ihm zu sagen, dass hier besonders viel Schatten ist. Hier, Links, ne? genau, links. Oben da auch noch ein bisschen. Hier. Es bleibt halt nichts da, wo ich es hinmache. Ja, dann Fließt lassen wir es trocknen und du malst es nachher nochmal über. So, jetzt würden wir die Räder einmal föhnen, dann malen wir die Dunkelheiten der Räder, also die haben ja diese dunkle Seite hier noch, die dunkle Seite der Räder und gleichzeitig mit der dunklen Seite der Räder malen wir den Schatten unter das Auto. Ja, das stimmt. Also jetzt müssen wir uns mischen für den Schatten unter dem Auto und die schattigen Teile der Räder. Ein schönes Violett aus Blau und kühlem Rot. Viel Wasser, viel Pigment. So? Ja, so ist gut. So, und jetzt male ich einerseits den schattigen Bereich der Räder und verschmelze das, wenn du einmal kurz guckst, hier unten mit dem Schatten, der unter dem Auto. Ja, und hier gibt es eine kleine Lichtkante, dann geht der Schatten hier runter. Hier lösen wir ihn gleich ein bisschen mit Wasser an. Dann lassen wir die helle Seite des Rades frei, hier auf der anderen Seite. Und malen wieder den dunklen Bereich hier. So, wenn du dich traust, Bela, Ich traue mich. dann spritzen wir jetzt einmal hier auch drauf. Genau, Bela hat hoffentlich nicht seine besten Sachen an. Oh, jetzt habe ich ihn wirklich, ich habe ihn voll gespritzt. Also spritzen machst du so mit dem Finger und dann haust du hier den Pinsel dran. Oh, Genau, ja, und mit Mut. Gut. Guck mal, ein bisschen Konfetti hast du schon. Ja, nicht schlecht. Und ich versuche dann halt mit der Perspektive hier mitzuziehen. Genau. Ja, schön, gut. Plus, minus. Können wir gebrauchen. So, jetzt die Dunkelheiten, die wir noch sehen in der Karosserie, tragen wir jetzt noch ein. Einfach hier diese kleinen Geschichten, das, alles, was du hier noch so siehst, ja? Denn dann haben wir unser Motiv auch bald fertig. Mit Spitzenpinsel wieder. Also wenn du jetzt vielleicht wieder wechseln möchtest. Und viel Pigment, nehme ich an. Nein, gar nicht mal so viel. Also unterschiedlich. Guck mal hier, es soll noch durchscheinen, es soll gar nicht so wahnsinnig dunkel sein. Und wenn ich das Gefühl habe, ich möchte es noch dunkler haben, würde ich dann lieber noch mal ein bisschen was Dunkles rein addieren. Ja? Aber ich würde erstmal gar nicht so wahnsinnig dunkel anfangen. Und dann ziehen wir noch ein bisschen Schmutz in die Fensterscheiben und dann würde ich sagen, machen wir noch ein ganz klein wenig Highlights mit Deckweiß und dann sind wir fertig. Schau mal, wir machen es folgendermaßen. Wir ziehen hier ein bisschen Schmutz, vielleicht von hier oben vom Dach oder hier von dem ganz dunklen Dach. Mal gucken, ob das auch geht. Und ziehen es so ein bisschen hier rein in die und kriegen dann ein bisschen verschwommene Fensterscheiben. Und wenn dir das zu dunkel ist, dann nimmst du einfach ein bisschen Lavendelblau hier und ziehst so ein bisschen was in die Fensterscheiben rein. Genau. Vielleicht wirklich lieber ein bisschen Blau aufnehmen. Lavendelblau, das nicht so ganz schmutzig wird. Ja? Es soll nur so eine ganz kleine Tönung sein. Bisschen Lavendelblau, genau. Okay, so jetzt nehmen wir schon unser Titanweiß zur Hand aus der Tube und setzen noch ein paar Highlights drauf und dann sind wir fertig. Okay. Jetzt würde ich sagen, wenn du Lust hast, holen wir noch diesen kleinen Rückspiegel hier raus. Weil der ist natürlich schon noch schön. Schau dir an, wie die Form verläuft und jetzt nimmst du wieder den Rauswaschpinsel und machst hier. Und du brauchst natürlich das trockene Tuch dann. Also ein trockenes, das muss trocken sein, sonst geht es nicht. Und wir waschen jetzt die Form des Rückspiegels raus. Das ist ja quasi eine Pinselbreite. So ein bisschen schräg hier drin, ne? Das macht sich ja ganz gut. Und die können wir dann wieder farblich ein bisschen gestalten. Da müssen wir es vielleicht vorher einmal anfüllen. Also ich würde ihn jetzt wieder Lavendelblau anmalen. Und dann kriegt er eine kleine weiße Highlight-Umrandung noch. Und dann müsste er eigentlich gut zu sehen sein.
komplett an Blau? Ja, wobei bei dir sieht er eigentlich schon ganz gut aus. Also ich lasse jetzt außen ein bisschen was frei. Weil das ist ja, da außenrum ist es ja weiß. So ungefähr. Und dann ist natürlich immer die Frage, wie fein macht man das jetzt oder vielleicht lässt man es doch ein bisschen im Ungefähren. Wir haben natürlich jetzt längst nicht alle Formen gemalt, die wir gesehen haben. Zum Beispiel bei den Scheibenwischern könnte man ja noch viel genauer sein. Aber ich würde sagen, unser kleines 50er-Jahre-Motiv ist ganz gut gelungen. haben wir doch ganz schön hingekriegt und es hat vor allen Dingen sehr viel Spaß gemacht. Ja. Das tut es tatsächlich. Meistens, auch wenn es alles noch ausbaufähig ist. Ja, aber dein sieht toll aus. Hier, das gefällt mir besonders gut, diese Stelle da. Toll. Super, Bela. Also wir würden mal sagen, wir wünschen euch genauso viel Spaß beim Nachmalen, wie wir jetzt hier hatten beim Malen. Und dann auf die nächsten 10.000 Abonnenten. Auf die nächsten 10.000. Okay, damit könnte es doch aufhören, oder? Sehr schön.